Hallo liebe Autofahrer, mein Name ist Thomas Kubin, ich bin Technikexperte beim ADAC Sachsen in Dresden. Wir möchten euch heute in einem kleinen Video zeigen, worauf ihr beim Frühjahrscheck besonders achten solltet. Es geht um das Thema Unterbodenschutz. Dazu haben wir heute einen Termin mit dem Werkstattleiter bei Elascon in Dresden und wir wollen anhand eines Kundenfahrzeuges euch zeigen, worauf man besonders achten sollte beim Unterbodenschutz. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt von Elascon. An meiner Seite ist der Jan Dünnebier. Er ist Fachmann von der Elascon Servicestation in Dresden und wird uns heute ein bisschen unterstützen bei diesem Video, was wir drehen wollen. Es geht um Unterbodenschutz. Jan, das Frühjahr rückt langsam in die Nähe, Frühjahrscheck steht an. Ein guter Zeitpunkt, sich den Unterboden eines Fahrzeugs anzuschauen. Was schätzt du denn ein? Ist es für viele Fahrzeugbesitzer ein Thema, den Unterboden kontrollieren zu lassen? Thomas, ist wieder sehr groß ein Thema geworden. Wir leben in einer Zeit, wo wieder die Autos länger fahren müssen und wollen. Wir wollen nachhaltig sein, wir wollen uns nicht jedes Jahr ein neues Auto kaufen. Und deswegen ist der Unterboden ein wichtiges Thema beim Auto, weil er auch sehr gerne vernachlässigt wird, weil man auch ganz schwierig drunter gucken kann, wenn das Auto auf der Straße steht. Deswegen haben wir uns ja hier mal einen auf die Bühne gestellt, dass wir den ordentlich befunden können. Und dann gucken wir uns das Ding mal an und sehen, ob wir was tun müssen, was wir tun müssen oder ob wir ganz entspannt uns zurücklehnen können. Prima, jetzt haben wir das Fahrzeug einer Kundin auf der Bühne. Gibt es denn spezielle Stellen, wo man konkret hingucken muss? Wovon hängt das ab? Oder ist auch die Nutzung entscheidend für den Unterboden? Hast du richtig erkannt, ist sehr stark nutzungsabhängig, ob das Auto sehr viel fährt, ob es wenig fährt, ob es nur im Sommer fährt. Wir haben viele Autos mit Saisonkennzeichen, wir haben Autos, die fahren fast nur im Winter, Winterdienst. Also ist es sehr stark nutzungsabhängig, was und wie am Unterboden geschieht. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Fahrzeug mal an. Gucken wir mal. Gut, Thomas, haben wir hier eine Lampe, damit wir auch mal sehen, was wir sehen. Also von ersten Moment sieht es ganz Von gut ersten aus. Moment, ich sage mal, das Auto ist ca. 10 Jahre alt. Typisches Fahrzeugalter in Deutschland. Fahrzeugalter in Deutschland. Wir fahren die Autos ungefähr 10,5 Jahre im Durchschnitt mittlerweile wieder. Auf den ersten Blick sieht er sehr gut aus, aber wenn wir dann in die Ecken gehen, wo der Salz, wo der Rost sich dann befindet, hier, dort, meistens gerne da hinten in die Rathäuser, wenn wir hier hingucken, dort hinten, da sind gerne so Stellen, wo der Schnee hängen bleibt, wo der Dreck hängen bleibt, wo sich natürlich dann auch die Korrosion entsprechend entwickelt. Ja, hier sieht man schon ein paar Stellen. Da siehst du schon ein paar Baustellen. Das ist alles noch im Rahmen, aber wenn du noch eine Weile fahren willst, solltest du Hand anlegen. Ja, wir haben jetzt eine Stelle am Fahrzeug gefunden, wo tatsächlich Korrosion aufgetreten ist. Jan, was würdest du jetzt in diesem Fall machen? In diesem Fall, die Korrosion hält sich alles noch im Rahmen, ist relativ gering, trotzdem sollten wir angreifen. Den Rost natürlich entfernen, Drahtbürste mechanisch entfernen den Rost. Dann unbedingt doch eine Farbe draufbringen, einen Korrosionsschutz, einen Haftgrund und dann hinterher, ganz wichtig, über das Ganze einen ordentlichen Unterbodenschutz. Unterbodenschutz ist das Stichwort. Es gibt da viele verschiedene Varianten. Es gibt auch Betonbasis, es gibt Wachsbasis, du hast es schon genannt. Was nimmt man am besten? Nimmt man eher Betonbasis oder Wachs oder kombiniert man vielleicht beide Mittel miteinander? Was empfiehlst du? Wichtig ist dort auch wieder zu beachten, für was nutze ich das Fahrzeug, wie wird es eingesetzt. Bitumen nehme ich sehr gerne im Nutzfahrzeugsektor, absolut schwere Belastungen im Pkw-Bereich arbeite ich mit Wachsen. A lässt sich in dem Fall wesentlich einfacher verarbeiten und es ist wichtig, ich sehe, was passiert. Das Wachs ist transparent, ich kann durchgucken, ich sehe, ob der Korrosion, ob wir es richtig behandelt haben, bekämpft haben, ob es irgendwo weiter rostet. Ganz wichtig, eine Wachsbasis. Gut, jetzt gehen wir davon aus, die Stelle ist repariert, fachgerecht instand gesetzt. Wie lange hält so eine Stelle? Muss man jedes Jahr nachkontrollieren oder hält die 5 Jahre oder 10 Jahre? Ist eine Frage, wird mir oft gestellt, wie lange hält das? Kann man pauschal auch nicht beantworten. Jedes Jahr Kontrolle ist wichtig. Wir hatten das wie vor uns, fährt das Auto viel, fährt es nur im Sommer, fährt es im Winter. Wie wird es belastet? Das ist wirklich eine absolute Sache der Nutzung des Fahrzeuges. Empfehlung lautet dringend, jedes Jahr das Auto auf die Bühne nehmen und befunden. Dann kann man immer noch nacharbeiten, sehen, ob Nacharbeit nötig ist oder sich entspannt zurücklehnen und sagen, alles richtig gemacht.
Prima. Ja, und ich danke dir für deine Tipps. Gerne. Wir haben es gesehen, ein Fahrzeug auf der Bühne sieht offensichtlich ganz gut aus, aber wenn man genauer hinschaut, sind doch ein paar Stellen, wo man was tun müsste. Man möchte das Fahrzeug erhalten, lange weiterfahren. Deswegen die Empfehlung, auf jeden Fall jährlich den Unterboden kontrollieren zu lassen.